Mein Name ist Feline Sonny. Ich komme aus Bochum, bin 22 Jahre alt und mache Indie-Alternative-Mucke. Ich habe, als ich 11 war, angefangen, die Gitarre, die bei uns im Wohnzimmer rumstand, die keiner benutzt hat, zu nehmen und habe mir da irgendwie Lieder beigebracht, die ich gerne mochte. Und dann hat das irgendwann angefangen mit eigenen Songs, mit so eigenen kleinen Textideen. Und dann habe ich irgendwann Schlagzeug gelernt, habe einen Chor gesungen, Big Band und sowas alles auch mitgenommen. Und irgendwann hat sich das in so ein eigenes Ding entwickelt. Und dann kurz bevor Corona angefangen hat, habe ich mir mein erstes Scarlett geholt. Und es war einfach super easy und das war auch das, was ich damals brauchte. Ich hatte halt gar keine Ahnung davon, konnte mich da einfach einstöpseln und man konnte so sehr easy und schnell halt die Essenz irgendwie kurz festhalten. Das bleibt auch immer noch in meinen Songs bis zum Ende drin. Diesen ersten Moment irgendwie, den man da einfangen kann. Bevor ich richtig angefangen habe, meine Songs aufzunehmen, habe ich sehr viel Bruce Springsteen gehört und Bryan Adams und so 80s Classics. Und das hat sehr doll meinen Sound auf jeden Fall beeinflusst, weil ich dann darauf gekommen bin, mir einen Small Clone zu holen, also so ein Chorus-Pedal. Und das ist eigentlich auf jedem Song jetzt mittlerweile drauf. Ich habe nie irgendwie Gedichte geschrieben oder irgendwie mich anders jetzt doller für Literatur interessiert. Und ich hänge mich da schon immer sehr rein. Ich habe auf jeden Fall die Gewohnheit, dass ich immer alles aufschreibe und alles immer analog mache. Und ich habe auch so ein Buch, wo alle einzelnen Ideen drin sind. Also das hilft mir schon immer sehr, das aufzuschreiben und irgendwie 5 DIN A4 Seiten zu füllen mit irgendwelchen Ideen. Die erste Veröffentlichung war Lose Yourself. Das ist meine allererste Single gewesen und danach kam eine EP, die auch genauso heißt. Das ist schon ein Wahnsinn, das irgendwie so nach draußen zu tragen und auf einmal posten, dass irgendwelche Instagram-Seiten und taggen einen da. Einen kreativen Tipp fürs Songwriting, den ich sehr gerne teile, ist, dass wenn man beim Songwriting irgendwie feststeckt und nicht weiß, was man schreiben soll, so ein bisschen so eine Blockade hat, dass man eine Sache aufschreibt, die absolut wahr ist. Vielleicht auch ein bisschen irgendwas, was man nicht unbedingt teilen möchte, was einfach einen so ein bisschen kurz mal so aufweckt. Und von da an geht es dann eigentlich immer weiter, auch wenn man das gar nicht benutzt im Text. Aber ich benutze meinen Scarlett für alles eigentlich, von vorne bis hinten. Ich nehme die ersten Momente damit auf und benutze es aber auch für die komplette Produktion. Da geht eigentlich alles durch, was bis jetzt zu hören ist von mir und was man auch erstmal noch hören wird. Ich bin Feline Sonny und das ist mein Scarlett.